Hallo zusammen, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Heute möchte ich mit euch endlich das ausführliche Review der Garmin Tactix 7 machen. Wie ihr es von dieser Videoreihe gewohnt seid, stelle ich euch die Uhr sehr detailliert vor. Das heißt, ich gebe alle Widgets durch, alle Sportmodis und zeige euch ein paar Daten, die ich mittlerweile gesammelt habe, um euch einen kleinen Eindruck zu geben, was die Uhr alles zu bieten hat. Natürlich werde ich alles wieder in Kapitel einteilen. Das bedeutet, wenn dich irgendwas interessiert, kannst du entsprechend überspringen oder auch nochmal zurückspringen. Aber ich würde sagen, wir fangen an. Viel Spaß! Ja, da haben wir auch schon das gute Stück, die Tactix 7, beziehungsweise nebendran auf der linken Seite die Phoenix 7 als kurzen Vergleich und auf der rechten Seite die Tactix 7 in der Standardversion. Wir sehen auch hier die Uhren, wenn wir uns die mal gegenüberhalten, dass die doch ähnlich aufgebaut sind. Die Tactix 7 ist ein Ticken dicker als jetzt die Phoenix 7. Sie trägt auch so ein bisschen mehr auf und ist auch etwas robuster und auch das Ganze wirkt ein bisschen, mehr, also wie ich das ausdrücken soll, also mehr auf dem Handgelenk. Wir sehen jetzt auch, ich habe hier bei der Tactix 7 die normale Standardversion, das heißt, ich habe hier kein Solarpanel verbaut. Wir sehen zum Beispiel hier bei der Phoenix 7, wie das Ganze aufgebaut ist, dann wäre hier zwischen, das ist bei der Tactix 7 genauso, wäre hier dann zwischen Display und Gehäuse hier ein Ring und das ist entsprechend das Solarpanel, was dann hier die Einspeisung bzw. hier den Akku lädt, wenn die Sonne scheint. Ja, dann wollen wir uns die Tactix 7 aber mal etwas genauer anschauen. Also wir haben hier einmal einen normalen Sensor verbaut, beziehungsweise einen optischen Sensor und einen Pulsoximeter. Die Uhr selber ist bis zu 100 Meter wasserdicht und das Ganze ist hier mit einer DLC Titaniumbeschichtung beschichtet. Zudem haben wir hier Saphirglas verbaut. Und wir haben hier ein Touch-Display, das wir entsprechend hier auch nutzen können. Das Ganze könnt ihr aber auch abschalten, beziehungsweise hier auch für Aktivitäten aktivieren oder abschalten oder auch beim Schlafen, so wie ihr das Ganze haben möchtet. Dann möchte ich aber mal die Uhr ein bisschen vorstellen und weil ich gerade auch schon die Phoenix 7 hier im Bild hatte, ich möchte auch so ein bisschen auf die Besonderheiten der Uhr hier jetzt eingehen, der Tactix 7. Was ist jetzt der Unterschied zu Phoenix 7? Also wir sehen eigentlich, die Uhren sind doch sehr ähnlich, aber doch haben sie kleine Unterschiede. Und die Unterschiede sind hier so ein bisschen im Detail. Also die Tactix-Reihe ist auch schon eher in der Reihe so Militär unterwegs. Das heißt, also hier gibt es auch ein paar Besonderheiten, die zum Beispiel im militärischen Bereich zum Einsatz kommen. Aber auch hier im Bereich des Fluges ist hier auch einiges enthalten. Da muss ich aber vorweg sagen, alles was mit dem Thema Fliegen zu tun hat, habe ich jetzt direkt kein Wissen oder keine Kompetenz. Ich bin jetzt kein Pilot. Da zeige ich euch einfach die Sachen, die es hier gibt. Und ihr könnt es auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr sagt, okay, das ist sehr hilfreich, das ist nicht hilfreich. Da würde ich mich natürlich freuen. Da zeige ich euch, wie gesagt, die Daten, was gezeigt wird, weil für die das dann wichtig ist, die wissen dann auch entsprechend, was das Ganze bedeutet und ob es für sie ausreichend ist. Dann gehen wir aber erstmal ins Auswahlmenü bzw. ins Schnellmenü hinein. Das kommen wir einfach ganz links oben, kurz, wenn wir da drauf drücken, direkt rein. Da sehen wir jetzt auch schon die verschiedenen Schnellmenüs, die ich mir jetzt persönlich eingerichtet habe. Wir können hier zum Beispiel die Uhr direkt ausschalten oder auch hier die Batterie verwalten. Es gibt hier die Möglichkeiten, hier auch verschiedene Batterieszenarien einzurichten. Das heißt also, je nachdem, was ihr benötigt, könnt ihr entsprechend so einstellen, um hier die Akkulaufzeit der Uhr zu verlängern. Dann haben wir noch eine Musikoption, natürlich die klassischen Weckerfunktionen. Dann habe ich hier eine alternative Zeitzone und da hier gibt es auch schon die erste Besonderheit, da gehen wir jetzt einfach mal rein. Ich habe mir zum Beispiel jetzt hier Delhi angelegt als Zeitzone. Ihr könnt aber hier auf das Plus gehen und bei den normalen Garmin-Uhren bzw. zum Beispiel der Phoenix-Uhr wäre jetzt hier nur die Karte verwenden, also könnt ihr einfach auf die Karte gehen und entsprechend hier eine Zeitzone aussuchen, die ihr braucht. Also wir sehen hier, das Ganze wird dann entsprechend markiert, wo ihr gerade in der Welt unterwegs seid, das könnt ihr dann aussuchen. Neu hinzu kommt hier bei der Uhr, dass wir hier auch den Flughafencode verwenden könnt. Also wenn ihr jetzt einen Flughafen habt oder wenn ihr jetzt Pilot seid und ihr fliegt zu einem bestimmten Flughafen, habt einen entsprechenden Code, könnt ihr den hier eingeben und dann wird auch entsprechend hier die Zeit für den Flughafen hinterlegt. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, hier die Beleuchtung einzustellen. Ich habe das Ganze hier auf 100% und maximal laufen, damit es in der Kamera besser ist. Also was ihr seht, ist jetzt die volle Ausstrahlung. Dann kommen wir zur nächsten Besonderheit, die auch die Phoenix 7 ebenfalls nicht hat oder die Garmin-Uhren, ist sogenannte Notausschalter. Das ist jetzt ein bisschen komisch gewählt. Wenn wir hier reingehen, das sagt vielleicht schon mehr und das ist sogenannte Kill Switch. Was ist Kill Switch? Wenn ich das jetzt hier ausführe, werden alle Daten auf der Uhr sofort, wie es der Name schon sagt, gekillt. Das bedeutet, wenn ihr jetzt irgendwie, keine Ahnung, ihr seid jetzt im Militär und werdet jetzt gefangen genommen, dann könnt ihr hier direkt alle Daten löschen, alle GPS-Daten, alle Tracking-Daten, alles ist weg. Also wirklich hier komplett die Uhr auf zurückgesetzt.
Dann haben wir noch die Möglichkeit, hier einen sogenannten Tarnmodus auszuführen. Wenn ihr diesen ausführt, das können wir mal machen, dann werden alle GPS-Daten sofort gekappt. Das heißt, ihr könnt nicht mehr geortet werden oder ihr könnt auch dann keine GPS-Aufzeichnung durchführen. Hier ist dann wirklich der GPS-Sensor bzw. ja, der Chip direkt ausgeschaltet. Der nächste Modus, den wir haben, ist noch der Nachtsichtmodus. Die Uhr ist ja komplett Nachtsichtgerät kompatibel. Das heißt, wenn wir hier einschalten, wird dann entsprechend hier auch die Nachtsicht eingestellt. Da kommen wir auch nachher noch zu dem Licht. Da gibt es nämlich auch eine Besonderheit gegenüber der Phoenix. Dann haben wir natürlich den klassischen Schlafmodus, den wir einstellen können, oder auch hier direkt Touchscreen an, aus. Und dann sind wir auch schon bei der Taschenlampe. Da ist dann, wie gesagt, auch nochmal eine Änderung gegenüber der Phoenix 7. Da haben wir hier oben jeweils die Taschenlampen verbaut. Und wenn ich jetzt hier reingehe, sehe ich jetzt auch, dass ich einmal ganz normal klassisches Licht habe, also ganz normales weißes Licht. Und wenn ich hier unten auf die Taste drücke, dann bekomme ich ein grünes Licht. Im Vergleich zur Phoenix 7 haben wir hier ein weißes Licht und der Gegenpart wäre hier ein rotes Licht. Also wir sehen es hier, ist gleich verbaut, aber bei der Tactix 7 entsprechend ja nachtsichtgerecht in grün gehalten. Dann habe ich noch die Möglichkeit, auch bei der Taschenlampe hier ein Notrufmuster zu senden. Das heißt, wenn ich jetzt hier reingehe ins Notrufmuster, da habe ich dann entsprechend ein Notrufmuster, das kann ich dann aktivieren und dann, wenn ich unterwegs bin, kann ich hier entsprechend das Notrufsignal senden, gerade wenn ihr am Berg unterwegs seid, und dann ist von Weitem zu erkennen, dass ihr Hilfe benötigt. Ein weiteres besonderes Feature der Uhr ist auch das Positionsspeichern und das kann ich euch einfach mal demonstrieren. Egal in welchem Menü ihr seid und ihr drückt hier lange rechts oben auf die Uhr, wird automatisch, ich bin jetzt gerade im Keller, deswegen funktioniert nicht, hier direkt eine Position gespeichert. Also hier habt in jedem Menü die Möglichkeit, hier, wenn ihr die Position braucht, aus irgendwelchen Gründen auch immer, das Ganze hier direkt zu speichern und habt es dann hier hinterlegt. Natürlich habt ihr noch viele, viele Möglichkeiten, andere Dinge hier aufs Kurzmenü zu legen. Also wenn ich hier auf Steuerung hinzufügen gehe, sehen wir hier, wir können uns zum Beispiel ein Barometer noch hinterlegen, eine Brieftasche, das sind dann entsprechend die Karten hinterlegt, den Flugzeugmodus oder auch Flugziele kann ich einstellen, da komme ich gleich noch dazu. Oder auch Herzfrequenz senden. Also die Uhr hat auch die Möglichkeit, dann, wenn ihr die Uhr tragt, entsprechend hier eine Herzfrequenz zu senden. Dann gibt es noch eine Hilfefunktion, das zeige ich auch noch gleich, wie das funktioniert, beziehungsweise Höhenmesser, Kompass. Die Uhr, wie ihr auch seht, unterstützt auch WLAN. Das heißt also, wenn ihr hier die Uhr mit dem WLAN verbindet, werden auch alle Updates übers WLAN geladen, beziehungsweise wenn ihr eine Aktivität gemacht habt, werden die auch übers WLAN entsprechend synchronisiert. Ein Sicherheitsfeature, was die Uhr auch anbietet, was wir gerade eben gesehen haben, ist hier, wenn ihr bedroht werdet, einen Alarm zu senden. Ihr könnt hier oben links 3 Sekunden auf die Taste drücken und dann wird hier automatisch ein Alarm gesendet, beziehungsweise an den Notfallkontakt, den ihr dabei habt oder beziehungsweise hinterlegt habt. Ganz wichtig ist aber hier an der Stelle, dass ihr auch dann das Handy dabei habt, weil das ja nur in Kombination mit dem Handy geht und dann bekommt der Notfallkontakt auch entsprechend die Koordinaten geschickt, wo ihr gerade seid, dass ihr Hilfe benötigt und kann entsprechend auch Hilfe schicken. Was die Uhr auch noch anbietet, ist ein sogenanntes Live-Track. Das heißt, wenn ihr jetzt unterwegs seid und eine Aktivität durchführt, dann kann auch die Person, die ihr hinterlegt habt, beziehungsweise die E-Mail-Adresse hinterlegt habt, bekommt dann eine E-Mail und die sieht dann auch entsprechend, wo ihr dann unterwegs seid und kann immer sehen, okay, ihr seid jetzt an dem Punkt. Und das Gute ist auch, wenn ihr jetzt eine Navigation durchführt, wird ja auch die Navigation beziehungsweise die geplante Route angezeigt und so weiß die Person einfach immer, wo ihr unterwegs seid, wenn was so ist, dass sie entsprechend auch hier eine Hilfe versuchen kann oder beziehungsweise Hilfe senden kann, wenn es ein Problem gibt. Ja, dann kommen wir aber mal zu den Widgets und da sind ja Garmin-typisch hier Standard-Widgets dabei. Wir haben hier zum Beispiel wieder klassisch das Wetter-Widget, wie wir es schon kennen. Das Widget zieht sich automatisch über Garmin Connect entsprechend die Daten und wir sehen jetzt hier eine gefühlte Temperatur bzw. reale Temperatur und wir bekommen so eine kleine Wetterprognose angezeigt, wie sich das Ganze hier entsprechend entwickelt. Auch jetzt hier mit dem Niederschlagtrend. Wir sehen, es gibt überhaupt keinen Niederschlag, wir sehen aber einen Temperaturverlauf, den es hier gibt. Wir sehen auch dann hier entsprechend die relative Luftfeuchtigkeit und den UV-Index. Der ist natürlich jetzt niedrig, weil es draußen jetzt schon dunkel ist und entsprechend der Taupunkt. Was bei der Tactix 7 neu dazu kommt, ist dann noch das sogenannte Flugwetter oder Flugdatenwetter. Wir sehen jetzt hier entsprechend alles grün. Es ist aber so, wenn jetzt hier in den nächsten Tagen ein Gewitter käme oder entsprechend das Wetter schlechter wird, dann wird es auch nochmal entsprechend mit Farbakzenten geändert. Das heißt, dann gibt es dann zwischendrin vielleicht ein Hellblau oder ein Rot für Gewitter. Wir können auch mal entsprechend hier in das Wetter hineingehen. Da kommen wir jetzt auch natürlich zu den Punkten, wo es dann entsprechend hier für mich schwierig wird, weil ich kein Flieger bin. Man kann hier die Daten hinterlegen, was für ein Wetter ich angezeigt haben möchte. Ja, wenn ich oben die Taste drücke, dann bekomme ich auch die METAR-Daten angezeigt, beziehungsweise dann
die TAF-Daten dann entsprechend, wie ich das gerne haben möchte. Hier ist auch so, wenn ihr zum Beispiel einen Flughafen auswählt, was wir nachher noch zeigen, da wird es dann auch entsprechend angepasst und ihr bekommt dann auch hier von dem Flughafen oder ja von der Destination, wo ihr hin möchtet, hier auch entsprechend die Daten angezeigt. Übrigens ist das Ganze hier auch mit Freitag, also es sind Wochentage zu sehen. Wir sehen jetzt hier der weiße Balken, das ist aktuell der Tag oder jetzt, wo wir gerade sind, und wir sehen auch hier schon der Freitag angezeigt. Das heißt also, der Raster ist hier ein bisschen länger als über eine Woche. Dann sehen wir auch hier nochmal Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Das ist so das Klassische, was wir dann kennen, wo wir dann einfach für den Standort, wo wir aktuell sind, entsprechend die Daten angezeigt bekommen. Einmal Sonnenaufgang, einmal Sonnenuntergang, aber auch dann die Dämmerungszeiten, beziehungsweise ja, wann es heller wird, beziehungsweise wann es dunkler wird. Und der weiße Balken zeigt dann einfach an, wo wir gerade sind. Wir sehen jetzt hier, draußen wird es gerade dunkel und die Sonnenzeit ist jetzt schon vorbei. Dann haben wir noch den klassischen Schrittzähler bzw. ein Herzfrequenzmesser, der 24/7 die Herzfrequenz messen kann. Wir sehen jetzt hier entsprechend der Verlauf. Ich habe hier ein Workout gemacht, sieht man ganz gut. Da oben ist der Ausschlag. Ich bekomme dann auch nochmal eine Übersicht meiner Ruheherzfrequenz in den letzten 7 Tagen. Da kann man übrigens auch ganz gut erkennen, wenn man eine Infektion hat. Wir haben auch noch dann einen Pulsoximeter, der 24/7 Blutsauerstoff messen kann, beziehungsweise auch, man kann es einstellen, dass das Ganze nur auf Schlafen einstellt oder nur nach Bedarf. Ich habe es jetzt komplett gerade ausgeschaltet. Das Ganze wird aber dann erstmal interessant, wenn man mehr auf Höhen unterwegs ist. Dann bekomme ich noch eine Kalorienmessung und da kann ich dann auch zwischen Aktiv- und Ruheenergie einstellen. Und hier ist übrigens auch ganz wichtig, dass ihr bei Garmin die richtigen Daten hinter eingebt, also Größe, Geschlecht und auch das Gewicht, weil entsprechend das sind die Parameter, die eure Ruheenergie berechnen. Also das berechnet Garmin tatsächlich und die Aktivkalorien kommen tatsächlich hier aus dem Workout, das ich heute gemacht habe. Ja, dann kommen wir auch gleich zum Schlaftracking und da muss ich noch sagen, die Uhr ist jetzt auf dem neuesten Stand. Wir haben heute aktuell den 10. August 2022. Es gibt hier für diese Uhr auch keine Beta-Version, das ist von Garmin auch so kommuniziert. Sie wird zwar mit den Phoenix-Uhren und mit den Apex-Uhren geupdatet, da kommen ja auch jetzt nochmal Erweiterungen. Es kommen dann hier so ein paar Widgets, wie zum Beispiel fürs Schlafen, mehr Auswertung, beziehungsweise auch dann hier fürs Wettkampf-Widget etc. Das ist hier alles noch nicht drauf, aber für die Uhr gibt es halt keine Beta-Version. Ich zeige euch, wie gesagt, den aktuellen Stand. Beim Schlaftracking so, ja, es ist besser geworden. Es ist nicht so schlecht wie bei Coros, aber auch nicht so gut wie bei Polar. Wir haben jetzt hier 7 Stunden 58 Schlaf gehabt und ich bekomme hier so eine kleine Auflistung, wie sich der ganze Schlaf zusammensetzt aus Wach-, Leicht-, Tief- und REM-Schlafphase. Und bekomme hier nochmal so eine kleine detaillierte Auflistung, beziehungsweise dann auch, das bin ich ganz raus, einen sogenannten Score. Das bedeutet, hier wird einfach ermittelt zwischen 0 und 100, wie gut meine Schlafqualität war. Und wir sehen hier, ich bin gut erholt. Dann haben wir noch eine Garmin Body Battery, die anzeigt, wie aktuell mein Akkustand ist. Und das ist vielleicht jetzt hier bei der Forerunner 955 besser zu zeigen, weil die teste ich momentan auch. Falls dich es interessiert, lass auch gerne ein Abo da. Dann wirst du es nicht verpassen. Hier sehen wir nämlich die Body Battery ein bisschen besser. Da sehen wir jetzt hier den Verlauf, dass ich hier 68 Punkte aufgeladen habe und 78 Punkte entladen habe. Das heißt also, ich habe hier durch mein Workout extrem was verloren. Wir sehen auch hier nochmal Stress. Das ist dann auch, was hier ermittelt wird. Gibt es dann hier einen Stresswert. Der ermittelt dann anhand der Herzfrequenz, wie gestresst mein Körper ist. Wir sehen hier auch ziemlich identisch fast. Ich habe die Uhren fast gleichzeitig angehabt, dann links und rechts gegen Ende des Tages. Dann haben wir nochmal eine Übersicht des Trainingszustands. Da bekomme ich dann nochmal angezeigt, wie ich mich aktuell befinde. Ich habe jetzt so aktuellen Formaufbau. Die Belastung ist leicht aerob. Und dann bekomme ich hier nochmal meinen VO2 Max angezeigt, je nach Aktivität und Messung. Da müsst ihr auch immer entsprechend draußen laufen gehen mit GPS-Werten und entsprechenden Puls messen. Dann bekommt ihr auch entsprechend ein VO2 Max. Dann haben wir noch eine Übersicht des Trainingsloads. Wir sehen jetzt hier, meine aktuelle Belastung liegt bei 466 Punkten. Ich sollte mich zwischen 226 und 484 Punkte bewegen, um hier meine Fitness aufzubauen. Das heißt also, ich bewege mich hier in einem optimalen Bereich. Steht auch hier, Optimum ist 484. Ja, das passt ganz gut. Dann habe ich nochmal eine kleine Übersicht, wie sich mein Training zusammensetzt. Und dann sehen wir hier, ich bin hier halbwegs im optimalen Bereich und wir bekommen auch nochmal so eine kleine Erklärung, wie das Ganze dann hier funktioniert. Dann haben wir nochmal eine Übersicht der Erholungszeit, also erwartungsgemäß waren es 23 Stunden nach meinem Workout.
Dann haben wir noch hier die Akklimatisierung. Die ist bei mir momentan auf 850 Metern. Ich war jetzt in den Bergen Urlaub, das war bei mir über 1000 Meter. Das heißt, wenn ihr dann unterwegs seid in den Bergen, dann muss sich euer Körper ja entsprechend anpassen. Das ermittelt die Uhr und anhand des Workouts ermittelt die dann auch, wie ihr dann akklimatisiert seid und passt auch hier den VO2 Max Wert an. Den zweiten Wert, was wir haben, ist mit der Sonne hier und zwar mit der Hitze, wenn wir über 20 Grad sind, beziehungsweise wenn es warm ist, dann und ich Workouts durchführe, dann wird auch hier mein Körper, ja, passt sich langsam der Hitze an. Wir sehen hier, bis zu 70% bin ich jetzt momentan angepasst. Das heißt, es wird nach und nach besser. Wenn ihr keine Workouts macht, nimmt dieser Wert ab. Umso mehr ihr Workouts macht, desto besser, ja, passt ihr euch entsprechend der Umgebung an und auch so wird euer VO2 Max entsprechend angepasst, beziehungsweise der Wert angepasst. Dann haben wir nochmal eine Übersicht unseres Leistungszustands. Sehen wir hier VO2 Max auf 56 und hier bekomme ich auch schon meine erste Prognose für 5 Kilometer. Hier ist nämlich so, ich bekomme einmal fürs Radfahren und fürs Laufen eine VO2 Max. Da ich jetzt momentan nicht Radfahren war, bekomme ich hier nichts. Übrigens ist es ganz wichtig, beim Radfahren dann hier mit Leistungsmessung zu fahren, beziehungsweise mit Leistungsmesser, sonst bekommt ihr keine VO2 Max Werte. Das geht aber sowohl Indoor, also mit einem smarten Indoor-Trainer, als auch dann entsprechend natürlich im Fahrrad, das entsprechend ein Leistungsmesser hat. Dann bekomme ich hier noch angezeigt, was mein Laktatschwellewert ist. Der wird dann immer wieder ermittelt, wenn ich laufen gehe. Was hier dann noch hinzukommt, ist dann die sogenannte Laufprognose. Wir sehen hier auf 5 Kilometer habe ich momentan eine Prognose von 24,21. Die hat sich jetzt ein bisschen verschlechtert, nachdem ich jetzt nur wandern war und nicht laufen war. Das Ganze gibt es dann auch nochmal für 10 Kilometer beziehungsweise Halbmarathon oder auch Marathon. Ich bin noch nie Marathon gelaufen, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich diese Zeit schaffe. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich 24 bzw. 52 Minuten, die bekomme ich auf jeden Fall hin. Dann haben wir noch das sogenannte ABC-Widget, das enthält mehrere Widgets. Wenn wir da mal reingehen, haben wir einmal klassisch natürlich den Kompass. Hier sehen wir auch nochmal den Höhenmeter, das ist ein barometrischer Höhenmesser verbaut. Der beträgt momentan 99, also die Höhe 99. Dann sehe ich nochmal hier, nochmal eine Übersicht der Höhenmeter. Das ist natürlich dann, wenn ihr euch im Berg bewegt, habt ihr natürlich entsprechend hier auch so ein Profil angezeigt. Und dann haben wir hier auch noch das Wetter, beziehungsweise den barometrischen Wetterverlauf. Und wenn ich lange auf die mittlere Taste drücke und hier auf die Option gehe, kann ich mir auch entsprechend beim Barometer hier die Unwetterwarnung einstellen. Und hier bekommt ihr dann entsprechend eine Meldung, wenn dann hier der barometrische Druck so schnell fällt, dass hier dann doch eventuell ein Gewitter kommt. Gerade wenn ihr in den Bergen unterwegs seid, ist es ganz praktisch. Ja, dann kommen wir nochmal ganz kurz zur Höhenakklimatisierung, weil hier gibt es noch ein paar Details mehr, deswegen habe ich es auch mal mit reingenommen. Wir sehen einmal hier den Verlauf, wir sehen hier, ich war im Urlaub, da waren wir noch ziemlich hoch gewesen, über 1000 Meter. Jetzt sind wir wieder aus dem Urlaub zurück, entsprechend ist das Ganze gefallen. Ich bekomme hier auch mal eine detaillierte Anzeige, wie die Atemfrequenz aussieht, wie sich das Ganze dann verhält mit der Höhe. Und so sehe ich dann hier die Herzfrequenzenruhe, wie sich das dann auch entsprechend entwickelt hat. Hier habe ich übrigens eine kleine Infektion gehabt, das sieht man ganz gut. Und hier ist dann auch die Ruheherzfrequenz im Schnitt heruntergegangen. Was die Uhr zudem noch bietet, ist den sogenannten Golfmodus. Ihr könnt hier entsprechende Golfplätze auf die Uhr laden und könnt hier dann golfen gehen. Ich selber bin jetzt auch kein Golfer, deswegen kann ich da gar nicht so viel dazu berichten. Ich kenne jetzt jemanden, der golfen geht, da mal gucken, vielleicht wird sich da mal irgendwas ergeben, dass ich da mal was dazu machen kann. Also wir können auf jeden Fall hier, ganz, ganz viele Plätze gibt es hier, ich glaube weltweit fast alle, da könnt ihr die entsprechend draufladen und hier die Daten sehen, wie es dann zu den entsprechenden Löchern geht und wie das Ganze hier funktioniert. Dann haben wir noch einen Temperaturmesser, der ist entsprechend auch hier verbaut und den könnt ihr dann auch verwenden, je nachdem wie ihr den dann benötigt. Dann haben wir noch den Garmin Coach. Der Garmin Coach hilft euch, das ist ein Einsteiger-Coach eigentlich, der für 5 Kilometer, 10 Kilometer, einen Halbmarathon euch eingeleiteten Workout gibt, beziehungsweise einen Trainingsplan. Da sind dann Videos hinterlegt, die euch ein bisschen helfen, eure Ziele zu erreichen, beziehungsweise ihr könnt einmal auf Zeit trainieren oder dann halt, wie gesagt, auch das Ziel zu erreichen. Wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich will noch nie in meinem Leben Halbmarathon gelaufen, dann hilft euch der Garmin Coach, dies zu erreichen und passt entsprechendes Training auf eure Leistung an. Dann haben wir noch die Musikfunktion, die wir vorhin schon gesehen haben. Ihr könnt dann von Amazon beziehungsweise Deezer oder Spotify hier die Musik hinterlegen oder auch hier entsprechend MP3s auf der Uhr speichern und die dann hier offline abspielen lassen und entsprechend natürlich dann auch hier Kopfhörer verbinden. Dann haben wir noch eine Benachrichtigungsfunktion, da gucken wir jetzt auch mal ganz kurz rein, dann seht ihr einfach mal, wie das Ganze hier aussieht. Wenn ihr jetzt zum Beispiel von Komoot eine Meldung bekommt, die ist dann entsprechend so aufgeführt, kommt hier, Tour wurde zu einem Komoot hinzugefügt. Oder wenn ihr jetzt von Zoomtour zum Beispiel was habt von der Konkurrenz, da seht ihr auch hier, bekommt ihr dann entsprechend hier die Meldung. Bei Mails kommt dann auch so eine kleine Meldung, WhatsApp gibt es dann eine Meldung, da könnt ihr das Ganze lesen, aber antworten geht auf die WhatsApp-Meldung leider nicht.
Dann haben wir noch die täglichen Trainingsvorschläge. Also einmal ist es so, wenn ihr einen Trainingsplan macht, bekommt ihr hier schon mal die Daten angezeigt. Ich bekomme jetzt einfach nur einen Trainingsvorschlag angezeigt, basierend auf meinen aktuellen Daten. Wenn wir rein sind, sehen wir hier, Erholung wäre heute. Ich habe vorhin schon ein Workout gemacht, deswegen kriege ich jetzt ein Erholungstraining angezeigt. Das heißt einfach nur, ich soll jetzt 24 Minuten lang eine Pace von 7,45 laufen und ja, das wird dann entsprechend auch hier geleitet. Die Uhr bietet natürlich auch eine Anbindung an den Garmin Connect IQ Store. Hier habe ich zum Beispiel jetzt die Challenge oder die Batterygraph heruntergeladen. Das sind so zwei Apps, die es hier gibt. Also Challenge ist jetzt von Garmin selber und Batterygraph ist jetzt von irgendeinem Entwickler. Die Uhr hat wie gesagt diese Anbindung. Da könnt ihr Zifferblätter herunterladen oder auch Datenfelder beziehungsweise auch dann entsprechend hier Apps. Bei der Challenge App ist eigentlich ganz einfach. Wenn es jetzt interessiert, bekommt ihr natürlich hier die Challenge angezeigt, wo ihr dann platziert seid und gegen wen ihr euch antretet. Also für den es jetzt wichtig ist. Und bei dem Batterygraph zum Beispiel sehe ich jetzt hier bei der App, wie der Batterieverbrauch ist. Da kann ich mir das Ganze dann entsprechend anschauen und bekomme hier so eine kleine Statistik von bis zu 14 Tagen. Dann sehe ich hier, wie sich das Ganze entlädt, beziehungsweise auch, wann ich das letzte Mal das Ganze beladen habe. Natürlich habe ich jetzt hier nicht alle Widgets, die es gibt, hier eingefügt, weil man braucht immer nicht alle. Ihr könnt dann natürlich hier auf den Stift gehen, auf Bearbeiten. Dann könnt ihr einmal natürlich hier die Widgets einstellen, wie ihr haben wollt, oder dann auch entsprechend hinzufügen. Zum Beispiel haben wir hier nochmal die Zeitzone, die ich vorhin gezeigt habe, oder die Atmung, Barometer, Etagen. Und so bekommt ihr dann nochmal alles genau angezeigt, also letzte Aktivitäten und auch den Stresslevel, der ist ja dann auch entsprechend bei der Garmin Body Battery eingebaut, das haben wir ja vorhin gesehen, gibt es aber nochmal als separates Widget. Falls euch der Stresslevel interessiert, zeige ich euch einfach mal, so haben wir jetzt hinzugefügt, dann können wir es entsprechend einstellen, zum Beispiel sagen, ich möchte ein Stresslevel jetzt hier oben haben bei der Garmin Body Battery und dann ist das Ganze hier dann auch eingefügt. Wenn wir jetzt mal reingehen, können wir uns dann hier den Stress nochmal im Detail angucken und bekommen hier nochmal ein paar Details mehr. Also hier ist dann nochmal aufgeschlüsselt, falls es benötigt, und habt hier nochmal eine kleine Übersicht, wie der Stress sich dann aufbaut. Ja, dann kommen wir auch schon zu den Aktivitäten der Uhr und dann gehen wir einfach hier rechts oben auf die Aktivität und wir sehen jetzt hier, ich gehe mal ganz hoch, habe schon mal die wichtigsten Sachen eingestellt, und zwar einmal haben wir hier das Sportfliegen, was hinzukommt, das haben wir zum Beispiel Phoenix 7 auch nicht. Wenn wir jetzt reingehen, bekommen wir hier einmal so einen kleinen Kompass angezeigt, eine UTC-Zeit. Wir können übrigens die Felder auch alle einstellen, also das ist einfach das, was von Garmin vorgegeben ist. Da können wir zum Beispiel auch mal die ganzen Felder mal durchgehen. Das sehen wir auch hier, wenn wir zum Beispiel Flughafen hinterlegt ist, bekomme ich den hier oben auch angezeigt. Beziehungsweise auch, ich kann mir dann ein Wetterradar einstellen, bekomme dann hier die Wolken angezeigt, wie ich es haben möchte. Und so habe ich dann auch alle Daten, die ich benötige, hier drauf. Ich bekomme zum Beispiel auch den Pulsoximeter mit angezeigt, weil das natürlich entscheidend ist, wenn man entsprechend Höhen hat, mit rechts einer kleinen Anzeige, ob man im grünen Bereich ist. Und zu guter Letzt haben wir hier zum Beispiel noch einen Kompass, wo dann das Flugzeug in der Zentrale ist und ihr dann entsprechend hier dann auch den Kompass habt. Ja, dann können wir auch mal auf die Einstellung gehen. Da gehen wir einfach mal auf die mittlere Taste. Wir können einfach hier schon mal den Benutzertimer einstellen oder auch die Sportflieger-Einstellungen. Da können wir die Trainingsseiten einfacher machen. Das ist, wie gesagt, da kann man dann entsprechend die Seiten einstellen, wie ich es haben möchte. Was aber noch gibt, das vielleicht interessanter ist, ist zum Beispiel hier die Navigation. Ich kann jetzt einmal hier sagen, ich habe eine Flugplanung. Da kann ich einfach sagen, Wegpunkt suchen. Also ich kann einfach sagen, ich möchte nach einem Flughafen suchen oder einen Flughafen in der Nähe. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt funktioniert. Ja, wir sehen jetzt hier in Heppenheim, wir haben hier einen ganz, ganz kleinen Flughafen. Das ist so ein Segelflughafen, die sind dabei. Oder auch dann den Frankfurter Flughafen, der ist bei mir auch ziemlich in der Nähe. Jetzt sehen wir hier nautische Meilen werden angezeigt. Und ich bekomme einmal hier die Möglichkeit, hier über Nextradar mir die Sachen anzeigen zu lassen. Beziehungsweise ich bekomme auch Flughafeninformationen. Das heißt, wenn ich jetzt hier reingehe, bekomme ich zum Beispiel Frequenzen angezeigt oder auch alle anderen relevanten Daten, die hier fürs Fliegen relevant sind. Wie gesagt, falls da irgendwas fehlt, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ich bin jetzt da kein Experte. Ich zeige euch einfach nur mal, wie das Ganze dann hier entsprechend, ja, die Garmin-Uhr oder was die Garmin-Uhr hier anbietet. Dann haben wir natürlich noch das Wetter, das entsprechend dazu ist. Das sind wir natürlich hier, jetzt gerade hoch, da sehen wir hier die aktuellen Wetterdaten, die wir angezeigt bekommen, die entsprechend hier für den Flughafen sind. Und da können wir auch hier durchgehen und sehen auch hier, ja, was dann hier für Daten vorliegen. Und dann bekommen wir noch die nächstgelegene Navigationshilfe bzw. die nächstgelegene Kreuzung angezeigt und hier können wir dann auch entsprechend durchscrollen, was wir benötigen. Neben Wegpunkte suchen haben wir natürlich auch noch gespeicherte Pläne, das heißt also, ich kann hier auch, wenn ich einen Plan habe, das sind jetzt hier normale Wanderwege, die ich habe, könnte ich auch noch so einen Plan hinterlegen, beziehungsweise dann kann ich einen Favoriten anlegen und kann hier in der Favoritenliste das Ganze entsprechend verwenden. Wenn wir dann beim Thema Luftfahrt noch sind, da gibt es dann auch nochmal Einstellungsmöglichkeiten. Ich bin jetzt einen Schritt nochmal runtergegangen und zwar bei der Luftfahrt selber. Dazu können wir einfach die Luftfahrteinheiten einstellen. Wir können aber auch einen Lieblingsort definieren oder auch ja, die Rohdaten ein- und ausstellen, wie ich haben möchte. Aber wir können auch die Flughafenoption ändern. Das heißt also, Oberflächentyp kann ich einstellen, ob ich nur Wasser, hart, weich, nur hart haben möchte
oder halt beliebig. Beziehungsweise Mindestlänge kann ich einstellen, wenn das Flugzeug jetzt eine bestimmte Mindestlänge benötigt, oder auch private Flughäfen ausschalten oder Heliports ein-aus. Ihr könnt dann nämlich auch bei der Uhr hinterlegen, ob ihr dann ein Flugzeug habt oder einen Helikopter. Ich habe dann auch hier, da haben wir es ja schon, Ownership ist dann hier, was für ein Gerät ich habe, beziehungsweise ich kann dann auch hier das NEXT-Radar einstellen, ob ich jetzt einzeln Südost, Südwest, also wie gesagt, jeder, der fliegt, dem sagt es was, mir sagt es ist nichts, und hier könnt ihr es dann entsprechend definieren. Was ihr dann auch noch einstellen könnt, ist eine Kraftstofftankerinnerung. Das bedeutet, ich könnte hier einstellen, dass mich das ganze Ding hier nach 30 Minuten hier erinnert, und dann bekomme ich entsprechend hier eine Erinnerung angezeigt, und Vibrationsmuster kann dann auch noch eingestellt werden. Dann haben wir noch eine weitere Aktivität, das sogenannte Jagen. Hier kann man zum Beispiel Punkte setzen, beziehungsweise ich bekomme hier auch jetzt Sonnenaufgang, Untergang direkt angezeigt, wann die Dämmerung ist. Ich bekomme auch nochmal eine Karte angezeigt, wo ich dann unterwegs bin, also die Uhrzeit. Auch hier können wir die ganzen Felder einstellen im Kompass. Und hier kann ich dann auch nochmal, wenn ich möchte, entsprechend verschieben bzw. reinzoomen und sehen hier nochmal mehr Details und auch entsprechend dann die Wege. Es gibt ja verschiedene Modelle von der Uhr. Das ist ja wie gesagt die Standardversion. Wir haben dann das Pro-Modell, wie gesagt, mit der Solarversion. Und dann gibt es auch noch eine Ballistikuhr, die dann entsprechend hier auch ballistische Werte berechnet. Das kann die Uhr jetzt entsprechend nicht. Das heißt also, wenn ihr das haben möchtet, müsst ihr dann zu der teuersten Version gehen. Die kann dann entsprechend auch hier ballistische Daten berechnen. Dann haben wir natürlich klassisch Wandern, Laufen, Laufband. Beim Laufen kommt auch noch dazu, dass wir dann auch die neue Stamina-Funktion haben. Ich blende es jetzt mal mit der Forerunner 955 ein. Es funktioniert genau identisch. Ihr wird entsprechend euer Stamina berechnet, beziehungsweise bekommt so eine Kraftaufteilung, und da wird hochgerechnet, wie weit ihr laufen könnt, beziehungsweise in der Pace, die ihr lauft, wie lange dann eure Energie noch hält. Natürlich haben wir dann hier die klassischen Sachen wie Laufbahn, Gehen, Krafttraining, Rennrad, E-Mountainbike, also alles Mögliche, was entsprechend hier auch die Phoenix-Uhren haben. Jumpmaster ist jetzt zum Beispiel für Fallschirmspringer interessant. Dann haben wir zum Beispiel auch noch die Navigation. Wir können auch hier dann die Karten verwalten. Es sind sowohl die Skikarten drauf als auch die normalen Karten. Ich empfehle aber, die ganzen Kartenverwaltung immer über Garmin Express zu machen, da das hier übers WLAN doch sehr langsam ist. Auch gerade Updates sind hier wirklich sehr langsam. Wir können einfach mal hineingehen. Hier sehen wir zum Beispiel die Topo-aktiven Karten. Und dann sehen wir jetzt einfach hier, das ist jetzt die europäische Karte, die ich installiert habe. Wir haben aber auch zum Beispiel hier Möglichkeiten, Skikarten zu haben. Bei den Skikarten werden dann entsprechend die Pisten angezeigt und auch die Pistennamen, sogar dann in der Farbe. Also das heißt, wenn eine rote Piste ist, die dann entsprechend rot, eine blaue Piste ist dann entsprechend blau. Was ihr jetzt gesehen habt, ist dann meine Favoritenliste. Es gibt dann, wenn wir nach runtergehen, auch hier haben wir jetzt mal die 3 Apps, die wir vorhin schon gesehen haben wir hier auch noch die Möglichkeit, hier Multisport einzufügen. Also die Uhr verfügt auch die Möglichkeit, Triathlon zu machen. Und ich gehe jetzt einfach mal ganz kurz durch. Also hier ist wirklich eine Hülle und Fülle an Aktivitäten, die Garmin zu bieten hat, werden hier auch entsprechend unterstützt. Also das heißt sowohl für Surfen oder auch Skifahren, als auch für Ruderer oder Golfspieler. Was natürlich auch viele immer freut, ist zum Beispiel Reiten, habe ich schon oft gelesen, dass das entsprechend dabei ist. Und wir sehen auch hier, auch Bootfahren, alles dabei. Angeln. Dann komme ich auch noch ganz kurz bei 2 Besonderheiten, und zwar einmal beim Pilates. Wenn wir da mal hineingehen, sehen wir hier, gibt es auch die Möglichkeit, uns sogenannte animierte Trainings anzeigen zu lassen. Wenn wir jetzt auf Trainings gehen, sind meistens schon welche vorinstalliert. Dann sehen wir hier, dann können wir uns die Abschnitte anzeigen lassen, und hier bekommen wir so eine kleine Übersicht, wie die Workouts funktionieren. Und hier gibt es noch mehr Trainingsaufgaben in Connect. Ich habe das Ganze auch mal im Video vorgestellt, das verlinke ich dir oben mal. Da kannst du dann entsprechend hier auch dann, dein Training hier neben dem Laufen oder anderen Einheiten hier auch so ein kleines Pilates-Training machen. Was ebenfalls noch interessant ist, ist auch der Expeditionsmodus. Das ist so ein Modus, der, wie es dann sagt, für Expedition gedacht ist. Hier ist für mehrtägige Aktivitäten das Ganze gedacht. Und wir sehen ja auch hier schon, hier werden zum Beispiel Telefonverbindungen und Herzfrequenzsensor wird abgestellt, oder auch die GPS-Verbindung oder GPS-Messung findet nur einmal die Stunde statt. Und so habt ihr dann hier optimale Laufzeiten und könnt hier wirklich ganz lange, wir sehen auch hier Touch-Display wird deaktiviert, also wirklich hier wird sehr, sehr viel runtergefahren und sehr rudimentär das Ganze gehalten, um hier auch längere Zeit eine Aktivität durchzuführen. Ja, das war jetzt mal ein kleiner grober Überblick, was die Uhr selber angeht. Wir haben bei der Uhr natürlich auch die Möglichkeit, jetzt wie bei allen neuen Garmin-Uhren, alle möglichen Sachen hier direkt über die App einzustellen. Wir sehen auch hier schon mal zum Beispiel das Luftfahrtmenü. Hier bekommen wir alles wunderbar übersichtlich angezeigt. Also wie wir vorhin gesehen haben, wir mussten ja hier in verschiedene Untermenüs gehen. Hier haben wir wirklich alles schön dabei, zum Beispiel Kraftstofferinnerung. Da können wir zum Beispiel das Flugzeug einstellen, sagen hier Hubschrauber oder
ja, Flugzeug. Hier kann du, wie gesagt, alles einstellen. Leider ist manchmal so, dass nicht alle Menüs funktionieren, beziehungsweise es ab und zu mal zu Fehlern kommt. Wir können jetzt einfach mal hier auf Kraftstofferinnerungen gehen. Da bekomme ich hier zum Beispiel Fehler angezeigt, dass es momentan nicht synchronisiert werden kann. Dann habe ich natürlich auch die Option, hier Aktivitäten zu verwalten. Also wir können jetzt hier entsprechend, ja, die Aktivitäten sortieren, wie ich sie haben möchte. Da können wir einfach hier drauf gehen, das hier runterschieben oder auch dann hier neue Aktivitäten hinzufügen. Wir sehen hier unten zum Beispiel hinzufügen. Dann bekomme ich alle Aktivitäten, die noch nicht in den Favoriten sind, hier angezeigt und kann die entsprechend hier hinzufügen. Des Weiteren können wir natürlich auch die Aktivitäten selber verwalten. Wenn wir zum Beispiel jetzt hier in Laufen hineingehen, kann ich hier auch sagen, ich möchte Alarme einstellen oder auch die Karten einstellen oder ausstellen, wie ich das haben möchte, beziehungsweise auch die Trainingsseiten. Wenn wir auf Trainingsseiten gehen, sehen wir hier zum Beispiel Stamina, Laufeffizienzfelder. Hier können wir zum Beispiel Datenseiten hinzufügen, sei es jetzt hier vorgefertigte Seiten wie Höhe, Kompass oder auch benutzerdefinierte Felder. Also wir sehen jetzt hier, das können wir alles selber einstellen, wie ich das Ganze haben möchte. Dann habe ich natürlich auch noch die Option hier die Navigation einzustellen, wie die Navigation auf der Uhr durchgeführt wird. Das habe ich mal im separaten Video vorgestellt, das verlinke ich dir oben mal. Da kannst du mal reinschauen, da gehen wir jetzt einfach mal rein. Da kann ich dann auch hier nochmal Trainingsseiten einstellen, beziehungsweise hier Wegweiser, Point of Interest. Das heißt also, wenn ihr jetzt reine Navigation nutzen wollt, habt ihr hier nochmal das Menü. Die Uhr selber benutzt auch das sogenannte Multiband-GPS. Das kann man hier zum Beispiel einstellen bei System. Da sehen wir hier, wir haben jetzt hier verschiedene Möglichkeiten. Ultratrack, Multiband oder alles System oder nur GPS. Das sind so die 4 Möglichkeiten, die ihr nutzen könnt. Ultratrack ist natürlich das schlechteste. Multiband ist mit Abstand das Beste. Da werden hier aus allen Satelliten, aus GLONASS, Galileo, GPS, werden dann hier die optimalen Werte rausgenommen und berechnet. Also gerade wenn ihr im Wald unterwegs seid, ist es sehr interessant. Bei allen Systemen ist es eine ausgeglichene Leistung, da wird es nicht so ganz berechnet mit Multiband, ist aber auch schon sehr passabel. Also hier könnt ihr es dann entsprechend einstellen. Ich habe auch Multiband schon mal bei anderen Uhren getestet, zum Beispiel jetzt bei der Forerunner 255, das habe ich im Testvideo gezeigt, da kannst du mal reinschauen, das verlinke ich dir mal. Da bekommen wir wirklich sehr gute Werte. Beziehungsweise ich werde das Ganze dann auch nochmal im Test zeigen, wie gut dann die Uhr hier in dem Fall abschneidet. Was ich euch aber noch zeigen wollte, wenn ihr jetzt zum Beispiel mehrere Garmin-Geräte benutzt, sei es jetzt mehrere Uhren oder auch jetzt hier den Garmin Edge, dann müsst ihr einfach hier bei Physio Through Up hier den Haken setzen. Und das bedeutet einfach ganz einfach, wenn ihr das hier aktiviert, dann synchronisieren alle Geräte miteinander. Sie teilen sich den gleichen Trainingsload. Ihr bekommt dann auch die Belastung auf allen Geräten angezeigt. Das heißt, wenn ihr jetzt auch mehrfach die Sachen aufzeichnet, ist es egal. Das wird dann von dem Hauptgerät genommen und entsprechend dann verwendet. Natürlich solltet ihr für die Statistik dann vielleicht die Aktivität löschen, die ihr dann nicht mehr braucht, weil sonst verfälscht so ein bisschen die Gesamtstatistik, was die Kilometer angeht. Aber für die physischen Berechnungen werden dann hier die Daten miteinander synchronisiert und habt dann entsprechend auch hier zusammen einen Datenbestand. Ja, das war jetzt ein kleiner Eindruck der Garmin Tactix 7. Ich werde die Uhr entsprechend noch testen und auch einen Test machen. Beziehungsweise, falls dich noch mehr Videos rund um Garmin interessieren, ich verlinke dir oben meine Playlist. Da kannst du sehen, was es sonst noch alles rund um Garmin auf meinem Kanal gibt. Beziehungsweise eine Best-of-Playlist meines Kanals. Da kannst du mal reinschauen, was es sonst noch alles auf dem Kanal gibt. Wenn das Ganze gefallen hat, lass doch gerne ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich hier wieder auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.